Hey Leute, hier bin ich wieder, Dirt Mystery, mit einer weiteren MTG-Folge. Ja, und die letzte Folge, wie hieß sie nochmal? Please Informationsbeschaffung? select a mission. Ne, außergewöhnlich. Die war ja ziemlich einfach. Man musste ja einfach nur eine Filmdose finden und dann war die Mission ja schon vorbei. Die Informationen, die da drin waren, waren aber sehr interessant. Die hatten nämlich, das waren nämlich 3 Kassetten, die handeln alle über den schwebenden Jungen, den wir dauernd sehen. Er hat den Spitznamen der dritte Junge, wegen seinen telekinetischen Kräften und all sowas. Und da wurde erklärt, wie er diese Kräfte einsetzen kann und wie die funktionieren. Und das Interessante ist, dieser Junge hat diese Kräfte nur, weil seine Kräfte entstehen nur durch Resonanzfelder und all so Zeugs von Leuten, die Rache oder Hass empfinden. So, und diese Fähigkeiten hat der Junge nur, weil er wurde mal transferiert in irgendeine Forschungsstation und während er mit dem Flugzeug halt dorthin geflogen ist Snake ja eines Tages ja aufgewacht und währenddessen war der Junge in der Nähe und Snakes Rachegelüste haben seine Fähigkeiten getriggert sozusagen. Er hat auf einmal diese Kräfte gekriegt, weil er so großen Rachegelüste hatte, dass das Flugzeug abgestürzt ist, bla bla bla. Dann wurde, er hat diesen Absturz überlebt, wurde dann in eine Forschungsstation gebracht, wo Volgin drin war. Und da Volgin ja noch komischerweise gelebt hat, also nur noch geistig, sein Körper war völlig kaputt, da Volgin aber dann so einen krassen Hass hatte auf Snake, ähm, konnte der Junge dann wieder seine Kräfte triggern und konnte Volgin wieder wiederbeleben als den Feuermann. Und der Clou dran ist, der Junge hat keinen eigenen Willen über diese Kräfte. Er wird von Leuten angezogen, die Hass empfinden und all sowas. Aber äh, kann diese Kräfte nicht steuern. Also von dem Typen, wo er diese Kraft des Hasses erzieht, dem ist er auch erlegen. Also er ist dann ein Sklave von dem. Der diesen Hass aussprüht, hat die äh, befehligt den Jungen dann und kann dann das ganze Zeug machen. Der Junge hat keinen eigenen Willen, wenn das passiert. Und das erklärt auch die eine Development letzte Szene complete. mit Eli, wo er dem diese Ampulle gegeben hat mit den Parasiten. Denn Eli hat jetzt einen noch größeren Hass auf Snake, weswegen jetzt Volgin sich umgebracht hat und der dritte Junge jetzt Eli untersteht. Also er gehorcht ihm jetzt. Deswegen glaube ich, dass das jetzt echt noch zu einem Shitstorm führen wird. Wegen Eli. Weil der hat ja echt Hass auf uns. Aber das werden wir ja vielleicht noch später sehen. Ja, heute machen wir die Mission 41, Stellvertreterkrieg. Und eliminieren Sie die gepanzerte CFA-Kolonne, die sich nördlich vom Flughafen Nova Braga zusammenzieht. Die Kolonne besteht hauptsächlich aus großen Kampffahrzeugen. Okay, gut. Das heißt, dass wir da sehr Mission viel ballern accepted. müssen. Ja, die Mitte ist Heading gut. to Central Africa. Deswegen, ich bin jetzt echt gespannt, wie das jetzt sich auswirken wird, wenn Eli so viel Macht hat gegenüber uns. Das wird noch ganz krass, habe ich das Gefühl. So, dann werde ich mich noch natürlich ausrüsten. So, da bin ich auch wieder. Habe mich jetzt völlig ausgerüstet. Und diesmal will ich keinen Begleiter mitnehmen, sondern ich nehme einfach mal einen Panzer mit. Ich meine, warum nicht? Denn ich muss ja anscheinend nur Deploying. Panzer kaputt machen. Deswegen versuche ich dann einfach mein Glück. Weil die Dog wird dagegen ja wenig ausrichten können. Und ja, eigentlich wollte ich schon mit Johnny losgehen, aber dann habe ich so gedacht, Panzer ist jetzt cooler.
Anstatt da nur mit den Raketenwerfer zu schießen. Vor allen Dingen weiß ich ja nicht, wie viele jetzt kommen. Ich weiß nicht, wie viele Schuss habe ich mit den Raketenwerfer? 7 oder 9? Da habe ich nicht mehr viel. Wenn ich immer so 2 Raketen, 2, 3 für einen Panzer brauche, dann ich lieber einen Panzer mit. The CFA are assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport. Your job is to wipe them out. Listen to the tape for the contract details. Just be aware that the column's commander served with 5 Commando and later made a name for himself in South Africa's 32 Battalion. He's a hardened veteran, so don't take it lightly. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map. Okay, alle gehen hier hin, okay. Marker placed. Gut, das macht es irgendwie ein bisschen einfacher. Gut, da lande ich sogar auch gerade. Aber dann hören wir uns mal das Tape an, was er uns empfohlen hat. The CFA are gearing up for a large-scale attack against Angola's MPLA government. They're assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport and will be ready to move soon. We've been contracted by the MPLA to put a stop to them. But the civil war will keep burning on, whether we accept this job or not. Another East-West proxy war with the communist MPLA on one side and the capitalist-funded CFA on the other. An endless seesaw of blood and violence played out in the hands of the superpowers. I had my doubts at first, but I think we should take this job. Skullface is gone, but Cypher still remains. Competition with rival PFs will only get more intense. For us to survive, we need to expand our organization and get strong enough that no one can threaten us. So our only option is to fight and grow, and fight and grow. Okay. Wenn du meinst, Miller. Boah, was ist das denn? Check your iDroid. Was? Die haben mich bis jetzt nicht gesehen? Die haben doch auf mich geschossen. Stirb! So. Die erste Kolonne wäre schon mal weg. So. Kann man die schon sehen? Noch nicht. Oh, ja. Oh Gott. Da kommt er schon. Ja. Nee, nicht abbauen jetzt. Verreck. Oh Mann. Oh shit. Da schießt irgendwer auf uns. Oh verdammt, jetzt ist mein Panzer weg. Gut, dann hole ich mal Johnny rein. Weil zu Fuß ist irgendwie ein bisschen lame. Oha, ein ausgerechnet ein großer. Ja, komm. Ah, verdammt, jetzt hat er nur die leichte Rüstung. Weiß ich nicht, ob das jetzt gut ausgehen wird. Wenn er mich jetzt trifft. Oh. Hier bin ich. Ah, oh, hat der mich gesehen, natürlich. Jetzt weiß er, wo ich bin.
Oh Gott, wow. War's das jetzt für ihn? The map has been updated. Also der macht gerade nichts. Ja! Ein kostenlosen Panzer, yeah. Just one target left. Oh Gott. Wow. He's coming too. Roger that. Was soll das heißen? Jetzt nur ein Target left. Development complete. Wo ist denn das? Ach so, der Heli. Kann ich den markieren? Marker placed. Marker placed. Ja. Marker removed. Marker removed. Oh Gott, wie das Hausbomben, ey. Ah, komm, steh auf. Ich brauch dich. Oh, das wird jetzt aber auch was zu treffen damit. That's an enemy gunship. Don't try to take down a gunship from the front. You won't. Okay, dann halt so. Ah, verdammt, schon nicht getroffen. Hä? Wo ist denn jetzt die Rakete geflogen? Detected. The map has been updated. Ah! Ja! Mit den Granatwerfer noch. Glück gehabt. Cease to amaze, boss. All right, you're out of the hot zone. No enemy forces in pursuit. Mission complete. Oh, okay. Das war's schon. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete, boss. Auch wieder so eine kurze Mission. War jetzt auch nicht sehr schwer zu meistern. Und wieder mehr Kassetten. Kampfhubschrauber. Okay. Yay, noch mehr Soldaten. Boss, as we suspected, the mastermind behind the kid's escape was Eli. Ja, It's ach hard to nee. believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Was? Der will einen Aufstand gegen mich machen? Der. Mit 5 Kindersoldaten. Wow. Strategisches Genie, sage ich nur. Where is he? I told you, your father's not here. They're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings. Der hatte Waffenprivilegien? Warum das Do you denn? really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. They'll even see the boss too. First, Ganz blutverschmiert. I need to know what you sent them to do They wanted to leave. to their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then. Not quite. Military warlords, PFs, the armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance. You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies.
what the fuck? Ah, da ist der Junge. Und der steuert den Philanthropus, oder? Genau, und jetzt Eli steuert den Jungen und der Junge steuert für Eli jetzt den Philanthropus. I'm not like you! Goodbye, Father. I don't need you anymore. Ich wusste, das war eine Scheiße, die das Ding herzuholen, ey. Na toll. Jetzt kann das Ding so noch fliegen. Angeber. Was Ralph really an accident? Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Was machen wir jetzt mit 6 Kindern mit einer nuklearen Waffe? Also, den Arschpersonen reicht da echt nicht mehr. Das erfordert schon härtere Maßnahmen. Boss, we're looking for the kids in Sahelanthropus, but there's still no sign of them. Wie keine We don't know Spur. if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Okay, dann hören wir uns auch das Tape an. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. Da müsst ihr nicht immer meinen Details are on your iDroid. blöden Nacherzählungen zuhören. Ist es jetzt das? You know, when you brought back all the child soldiers who escaped, Eli knew they'd returned. Needless to say, nobody said a word to him. I guess they got a message to him somehow. Eli wasn't put in the corner in timeout. He was locked up in that room, completely cut off from the outside world. Then how'd he find out? There's only one possibility I can think of. The Soviet Union has been researching military applications for psi phenomena. Psi? Things like psychokinesis and ESP, extrasensory perception. You mean moving objects without touching them? Knowing what card somebody's holding up? Psychic powers? Come on. I thought that was just another bunch of disinformation aimed at the West. Just bear with me a second. One type of ESP is telepathy. It's the ability to know another person's thoughts through non-verbal means. You're saying Eli read our minds? It's the only idea that doesn't involve someone getting to him. Ocelot. Look, psi research isn't some hocus pocus. It's all evidence-based, scientific... There's gotta be another explanation. Maybe one of the kids stuck a note to your back. I hope that's the case. But I am convinced that they have, or Eli has, a connection to some force we have yet to identify. You better watch yourself, boss. How am I supposed to do that? If he is depending on something for help, well, that's his Achilles heel. If you can figure out what that something is, you might be able to use it against him. I'll keep that in mind. Oh, and the medical team is looking after the kids left on Mother Base. For the moment, they don't seem too panicked. But boss, get this. Eli got those kids to plot their armed uprising as a diversion. Also, he could steal Sahelanthropus and escape. That Brad got us good. Set us up and knocked us down. And then there's that mystery kid who was with Eli. With those two working together, I'd say things won't be over for a long time yet. Welcome back, boss. Ich habe das Gefühl, das war jetzt die falsche Kassette. Aber war irgendwie oft. Wir haben nochmal das Offensichtliche ausgesprochen. Warte, das war hier, da, genau.
we've got the results of Eli's genetic tests, we can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet, but the concepts and procedures are sound. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives, meaning the results are negative. He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. It was 12 years ago that Zero made plans to clone you. Eli's age and appearance certainly are a good fit. I admit the first time I saw him I did a double take, but it looks like we were worried for nothing. Eli isn't your clone, though you might still have one somewhere out there. But if Eli isn't the boss's clone, why does he seem so obsessed with him? Not to mention having one hell of an attitude for his age. I don't know. Learning the truth about himself, cursing the fact he's a clone, bearing a grudge against selfish adults, and coming to hate who he was cloned from. Big boss. If that were really the case, I could understand it. I might even feel a bit sorry for him. But no clone could have a totally different DNA fingerprint. And the test left no room for error. You yourself were there when we drew Eli's blood sample. Come to think of it, when we went to OKB-0, he'd snuck onto a chopper and was there. Yeah. He was acting strange even then. Or actually from a little before that time. That was exactly when we began these tests. Maybe he suspected something when we drew the sample, not knowing what we were doing to him, and becoming mistrustful of us. Hard to say. Eli's had an attitude problem from day one. So what is he then? Well, if he's gonna tell us that himself, we'll need to get him to open up more first. Okay. Ich habe eigentlich schon irgendwie darauf gehofft, dass er irgendwie so eine Art Klon ist oder sowas. Vielleicht ist er einfach nur ein Naturtalent. Auf jeden Fall hat er diese Kräfte durch den Jungen. Das wurde in den anderen Kassetten erläutert. Das ist ganz einfach herauszufinden. Aber gut. Mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber das werden wir erst in den nächsten Videos erfahren. Ich mache dann hier wieder Schluss. Auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.